Hallo meine Lieben, Tag 12 meiner Weihnachtsgeschenkserie und heute wollte ich euch zeigen, wie ihr ein witziges Tischset aus Filz beplotten könnt und so ein witziges Geschenk selber machen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das sind so Tischsets mit einem kleinen Täschchen drin, wo ihr das Besteck reinmachen könnt. Und wir werden da einen Spruch drauf plotten in 2 Farben, respektive den Spruch in einer Farbe und dann noch so einen Kleckser, weil, wer kleckert, muss spülen. Die Idee ist nicht von mir, aber ich fand die so klasse, dass ich das unbedingt auch mal machen wollte. Und wir gucken uns jetzt an, wie ihr das auch machen könnt. Für dieses Projekt braucht ihr Filz, und zwar habe ich hier ein dunkelrotes oder Bordeaux und dann habe ich ein graues, wo wir dann was drauf plotten werden. Das Bordeaux-Rot ist einfach so groß, wie ihr einen Tischuntersetzer normalerweise habt, und das hier, wo das Besteck dann reinkommt, das habe ich auf 10 cm mal 14 cm geschnitten. Und dann braucht ihr die Standard-Grip-Schneidematte, den Plotter, Vinylfolie, ich habe hier eben schwarz und Bordeaux, dann das Entgitterungstool, eine Schere und am Schluss noch, um das Ganze aufzubringen auf das Filz, brauchen wir die Hitzematte und die Cricut Mini Heat Press. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr braucht. Noch den Cricut Design Space und damit starten wir jetzt auch gleich. Bevor wir hier starten, nur was Wichtiges, was ich komplett vergessen habe zu sagen. Ihr braucht natürlich auch eine Nähmaschine. Sonst funktioniert das Ganze nicht, aber da kommen wir nachher noch dazu. Jetzt erstmal, ich habe das Design schon erstellt, aber ich werde euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich ganz am Anfang ein Quadrat eingefügt, habe da die Proportion aufgehoben und habe gesagt, das sind die 10 cm mal die 14 cm, nämlich genauso groß wie das Filz ist. Und das verwende ich als Vorlage, um zu sehen, wie groß muss der Text sein. Beim Text, da habe ich ganz normal Text eingefügt und das in 4 Zeilen. Das ist das, was ich gemacht habe, und dann habe ich geguckt, und ich mache das hier kurz in einer anderen Farbe, damit man das ein bisschen besser sieht. Und dann habe ich einfach das hier drauf verteilt und geguckt, wie das dann schlussendlich aussehen soll. Ich weiß, ich habe eben nur in der Breite diese 10 cm Platz, und wir haben ja dann auch noch eine Naht ringsherum, und deshalb gehe ich dann nicht bis ganz außen, sondern das ist in etwa so. Und wenn ich nur eine Schriftart verwende, dann spiele ich meistens so ein bisschen mit der Größe von den Wörtern. Das heißt, ein paar ein bisschen kleiner, ein paar ein bisschen größer. Und dann verteile ich die so, dass für mich das Bild einfach gut aussieht. Und dann klicke auf das eine, drücke Shift und markiere die anderen, und da gucke ich einfach drauf, dass das links ausgerichtet ist. Das heißt, alles fängt hier an derselben Stelle an, und dann verschweiße ich das. So haben wir schon mal den Schriftzug, und dann bin ich in die Bilder und habe da Splash eingegeben, und da bekommt ihr ganz viele Sachen, und da habe ich einfach geguckt, was gefällt mir, und ich habe hier einen, der heißt Splatter Droplet Paint Splash, und habe den eingefügt.
und den dann einfach in der Größe so angepasst, dass er hier schön in diese quasi freie Ecke reinpasst. Und das ist wirklich auch schon der ganze Zauber. Ich habe das hier auf schwarz gelassen und das habe ich in Bordeaux markiert und dann das hinten wieder gelöscht. Das ist der ganze Zauber. Und das und dieses Element, die müsst ihr auch nicht verbinden, weil es sind zwei verschiedene Folien, die wir hier verwenden. Ich lösche das jetzt, weil ich eben das Design eigentlich schon gestaltet habe. Dann habe ich noch hier das, was ich schon vorbereitet hatte und kann auf Herstellen gehen. Jetzt wird es mir auf der Matte so angezeigt, dass es nicht gespiegelt ist, aber bei Flexfolie muss das ja immer gespiegelt sein und deshalb sage ich hier spiegeln, gehe auch auf die zweite Matte und sage auch hier spiegeln, damit das wieder zusammenpasst. Und dann kann ich schon auf Weitergehen und dann Everyday Iron On auswählen. Und dann sagt er mir, ich kann die Feinschnittklinge laden und die Matte laden. Dann kann ich die Flexfolie aufbringen und hier immer darauf achten, das Glänzige kommt unten. Und dann können wir das hier, na, der blinkt schon und sagt, ich soll die Matte laden. Und das Fine Point Blade ist schon drin, von dem her fängt er jetzt gleich an zu blinken und dann kann ich lossagen. Wenn er fertig ist, können wir die Matte rausnehmen. Das andere Element noch drauf geben, auch hier wieder die glänzige Seite unten. Die Matte wieder reingeben. Und dann starten. Dann können wir das rausnehmen. Und das war's auch schon mit dem Plotter. Ihr könnt am Anfang auch im Cricut Design Space oben, wenn ihr beim Herstellen habt ihr einen Menüeintrag, wo steht Anzahl und da könnt ihr dann zum Beispiel eben 2 oder 4 angeben und dann geht ihr einfach so oft durch diese Schritte durch, wie ihr ihm das sagt. Ganz am Schluss nicht vergessen, das Projekt zu speichern und dann können wir hier die Elemente auch kurz entgittern. Das war es auch schon, das ging relativ schnell und jetzt brauchen wir unser Filz, die Hitzematte und die Cricut Mini. Die Cricut stelle ich auf eine 2 ein, das ist das, was für meine Folie passt. Und wenn ihr mehrere von diesen Sets macht, dann macht es natürlich auch Sinn, wenn ihr das Ganze dann auf derselben Höhe anbringt, so dass das ein bisschen einheitlich aussieht. Demnach platziere ich das jetzt so, dass es dann auch zusammenpasst. Und wenn das Ganze grün ist, dann kann ich dafür 30 Sekunden drauf, also pro Stelle 30 Sekunden. Ich versuche da jeweils möglichst wenig auf das Filz selber zu kommen, einfach um das ein bisschen zu schonen. Und bleibe aber auch auf dem Sticker nicht immer an derselben Stelle, sondern gehe so in Kreisbewegungen eigentlich ringsherum. So, dann kann ich die Folie hier wegnehmen. Das hat wunderbar gepasst und jetzt schneide ich die kurz in 2 Stücke, weil wir müssen ja jetzt den Farbklecks noch aufbringen. Und damit ich den Rest quasi schonen kann oder abdecken kann, behalte ich eben
die Folie von vorhin. Jetzt versuche ich das auch wieder so zu platzieren wie das andere. Das war in etwa so. Wenn ich jetzt da drauf gehen würde, habe ich so ein bisschen die Gefahr, dass ich mit der Hitze da auf das komme, was nicht geschützt ist. Und deshalb gebe ich da die Folie nochmal drauf, weil ihr auf die Flexfolie nie drauf dürft, ohne dass die geschützt ist. Die schmilzt euch sofort. Jetzt gehe ich auch auf diesen Punkt noch für 30 Sekunden drauf. So, und dann können wir die ganzen Folien abziehen. Und fertig ist das Teil. Die Cricut brauchen wir nicht mehr. Es sei denn eben, ihr habt jetzt noch mehrere Elemente, die ihr machen wollt. Ich habe hier 2 für heute. Jetzt kann ich das Element hier drauf platzieren, wo ich das haben will. Ich gucke mir jeweils an, ich habe einen Teller draufgestellt und der kommt in etwa hier hin. Einfach so, dass das hier einigermaßen gleichmäßig vom Abstand ist. Und dann könnt ihr euch auch angucken, wenn das jetzt festgenäht ist, komme ich da überhaupt noch mit was rein. Weil Filz ist per se, das dehnt sich ja nicht. Ne? Von dem her würde ich da einfach 2 Bestecke oder ein Besteckset da drauf geben und das dann mit Nadeln kurz befestigen. Einfach so, dass ihr sicher seid, dass da wirklich auch noch ein Besteck drin Platz hat. Ne? Und dann könnt ihr an die Nähmaschine gehen und das hier an diesen 3 Kanten festnähen mit einem, ich würde sagen, halben bis 1 cm vom Rand weg. Und oben, ich würde hier anfangen verriegeln, dann ringsherum nähen und dann hier auch wieder verriegeln, weil das ja der Punkt ist, wo ihr am meisten das dann der meisten unter Druck steht. Deshalb würde ich hier oben auf jeden Fall auch verriegeln. Das mache ich jetzt kurz und bin dann gleich zurück. Und wenn ihr das genäht habt, dann habt ihr wunderbar Untersetzer, wo ihr ein Fächchen habt, wo ihr das Besteck reinmachen könnt mit einem witzigen Spruch drauf. Wir haben ein Zweierset im Moment, ne, von wegen, man sollte ja eh nicht zu viele Leute um sich herum haben. Von dem her habe ich für heute mal so ein Zweierset gemacht. Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! When you and me deck the halls, making everything look just like it should at Jules.